Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wie ihr im Hintergrund erkennen könnt, wir sind hier immer noch im schneereichen Schweden unterwegs für euch. Und wir befinden uns hier an einer weiteren der großen Festungen um Boden in Schweden. Gab ja insgesamt 5 Stück. Und das hier ist die, ich komme immer nicht mit dem Kreis über den A klar, entweder Lökersfästet oder Lekersfästet. Man kann mich gerne berichtigen, wie es eigentlich ausgesprochen wird. Und das Interessante an dieser Festung ist, die macht im Prinzip, die anderen sind ja, sage ich mal, so richtige massive, ja teilweise viereckige oder kreisrunde Klötze in diesen Gestein, wenn man das aus der Vogelperspektive sich anschaut. Und bei dieser Festung ist ganz interessant, die macht so einen ovalen, also so einmal so einen ovalen, so sichelförmig, einen Schnitt von oben. Man kann das hier wahrscheinlich leicht schon ein bisschen erkennen. Es fängt von hier drüben an, geht hier rüber, so ist ungefähr der Bereich. Und das ist jetzt das Haupttor. Weiter vorne, das habe ich jetzt noch nicht aufgenommen, das können wir dann, wenn wir zurückgehen, gibt es auch noch mal irgendwie so einen Graben in diesem Bereich. Und auch da ist ein Zugang. So, bildtechnisch, Bildmaterial habe ich ehrlich gesagt gar nicht so viel im Internet gefunden. Und deshalb kann ich jetzt auch gar nicht sagen, was wir jetzt auch technisch noch sehen und vor allen Dingen auch, was wir alles erkunden können. Das ist jetzt halt auch immer so das Ding, weil das wird ja halt vom Kulturministerium verwaltet. Gehört praktisch nicht mehr zum Militär. Und es ist halt aber auch kein Museum, dass man jetzt irgendwie reingehen könnte und sich halt was anschauen könnte. Aber hin und wieder sind halt mal ein paar Zugänge offen, gerade bei Scharten haben wir das schon häufig mal erlebt. Und wir lassen uns einfach mal überraschen. So, und jetzt kommen wir hier in das Hauptportal. Das Interessante halt an diesen Bodenfestungen ist halt wirklich, die haben sich ja auch dem ganzen Gestein angepasst. Also die ganzen Festungen sind auch total individuell. Man hat hier wieder den Zugangsbereich mit einem Doppeltor gesichert. Bin ich mir nicht sicher, ob das auch noch die Originaltore sind, weil die scheinen mir irgendwie ein bisschen zu schlapp. Aber Infanterie hätte es auf jeden Fall schon abgehalten. Oh, und hier ist wieder Schlitterbahn angesagt. Scheiße. So. Und jetzt kommen wir auch direkt wieder in den Graben. Hier war sogar was Elektrisches. Also hier war irgendein Schaltkasten oder sowas drin. Alle Kabel schon gekappt. Man sieht auch, wie alt die sind. Krass. Aha, okay. Man sieht hier auf jeden Fall, es geht hoch. Oh. Ha? Wo bist du denn? Nicht, dass du jetzt irgendwo da abstürzt. Warte eben. Es kann sein, dass es hier eine Treppe normalerweise ist, die man ja nicht mehr sieht. So, warte mal, bleib mal unten, ich gehe mal vor. Oh, ja, ich glaube, hier wird eine Treppe gewesen sein. Okay, ja, kannst du runtergehen. Pass auf. Ja. Pass auf, du. Ich pass doch auf. So, oh wow, hier ist eine Tür offen. Pass auf, du weißt nicht, was unter dir ist. Ja, hier kann ja jetzt nichts sein. Hier muss ja jetzt Boden sein. Hier sind ja die Türen. Da muss ich gleich schon mal die Taschenlampe hier rausholen. Hier vorne musst du aufpassen, hier ist Eis.
Das wird mal ein Ofen oder sowas gewesen sein. Und hier ist aber so eine Apparatur, die könnte vom Belüftungssystem her stammen. Ja, auf dem Ziegel steht sogar noch ein Name. Höganäs. Das ist wahrscheinlich die Ziegelei, die diese Ziegel produziert hat. Und das sieht mir stark nach so einem Kontergewicht aus hier. Sieht aber interessant aus hier. Ich denke mal, die Türen, die sind zu hier. Aber wie immer, wir testen das einmal. Nee. Ist aber auch kein Schluss drin, aber ich vermute mal, die sind halt komplett zugeschweißt irgendwo. Oh. So, dann würde ich sagen, wir versuchen mal unseres Glück hier oben. Ja, hier können wir auf jeden Fall durchgehen. Ja, Leute, die Passage ist schon wieder nicht zu unterschätzen. Beide Geländer sind unten eigentlich schon ab. Also die halten nicht mehr, die sind aus der Verankerung. Und ab der Mitte da Treppen komplett vereist. Geh schön langsam. Ich komme dir mal lieber ein bisschen entgegen. Wir müssen gucken, wie wir das dann zurück machen. Auf der anderen Seite vielleicht. Ja Leute, wir haben es geschafft. Wir sind beide hier oben heil angekommen. Aber ihr seht, Melanie sackt auch immer wieder ein. Weil wir halt nicht erkennen können, wie tief es irgendwo ist. Wir sind jetzt oberhalb der Festungen. Hier gibt es wie so zwei große Blöcke. Einmal da, einmal hier. Da können wir jetzt mal schauen, ob wir da rein können. Was hier auch interessant ist, sind diese Dinger hier. Die lassen sich auch bewegen. Scheinbar konnte man das hier versetzen auf der Festung. Und ich weiß nicht, ob das wirklich so angedacht ist, dass man hier durchschießen konnte, oder was hat das jetzt hier für eine Bewandtnis? Das gibt es in einigen Abschnitten da so versetzt. Oh, hier unten sehen wir die ganzen Schweineschwänze hier. Hier der ganze Bereich. Damit man nicht hier oberhalb so einfach rüberkommt, wie ihr das in anderen Festungsbereichen schon bei uns gesehen habt. In Frankreich, bei Metz beispielsweise, hat man natürlich um die Festung in einem größeren Radius die Infanterieabwehr aufgebaut, also Schweineschwänze mit durchgezogenem Stacheldraht und viele andere Abwehrmaßnahmen. Später dann auch Minen, als das immer mehr zum Einsatz kam. So, jetzt gucken wir mal, wie wir jetzt hier vorangehen. Leute, guckt euch das mal an hier. Oh, ich gehe jetzt auch hier richtig ein. Du bist komplett bis zum Knie weg. Komm lieber hierher, Schatz. Ich glaube zwar nicht, dass jetzt hier irgendwo Löcher sind, aber es lässt sich jetzt so beschissen laufen, ne? Meine Güte. Oh, guckt euch das mal an hier. Okay, wir gucken jetzt einfach mal in eins von diesen größeren, ja, ich kann euch gar nicht sagen, was es halt ist. Ist so ein Vorbau oberhalb der Festung. Wie gesagt, wir sind ja hier in dem Grabensystem. Und hier ist auch nicht viel Platz drin. Ich dachte jetzt, man kommt hier auch noch irgendwie weiter rein.
Aber es ist halt alles betoniert. Und hier sind noch ein paar Sitzbänke, die werden aber auch schon wieder neuerer Natur sein. Aber ich vermute mal, so hat es früher auch nicht anders ausgesehen, irgendwelche Regale. Und ja, jetzt hier nur mit so einem Holztor gesichert. Ich denke aber auch da wird früher vielleicht ein Metalltor drin gewesen sein. Oder ein Tor besser gesagt. Und wir werden jetzt halt nicht einmal die komplette Festung hier umrunden, haben wir uns gerade gesagt, weil wir wirklich ständig hier einsinken. Das ist wirklich Wahnsinn. Und ich piepe auch schon wieder, weil die Drohne hier drin verrückt spielt. Wer hört's? Ja, klingt wie eine Bombe, die ich auf dem Rücken habe. Ja, ehe ich die jetzt ausschalte, wollte ich euch noch mal eben sagen, wir gehen jetzt hier nicht rum. Wir haben es euch aber in der Drohnenaufnahme gezeigt. Wir müssen noch mal gucken, was hier genau an Bewaffnung auch vorhanden war. Ich weiß nicht, ob hier auch unbedingt größere Kanonen standen. Wahrscheinlich schon. Aber wo genau, das wissen wir jetzt nicht. Interessant sind auf jeden Fall diese kleinen, ja, ihr könnt es hier erkennen, Melanie geht teilweise bis zum Knie runter. Mal gucken mal, ob wir wenigstens hier vorkommen. Ja, es ist echt, man glaubt das gar nicht. So, ich mache jetzt erstmal das blöde Gepiepe aus hier hinten. An der Nordfront wurde Anfang des 20. Jahrhunderts eine mächtige Festung gebaut, um die strategisch wichtige Stadt Boden zu schützen. Bei Degerberget entstanden 10 Geschütze und eine starke Infanterieeinheit, geschützt durch Felstunnel. Zwischen 1918 und 1960 kam noch die 6. Batterie mit 2 21 cm Haubitzen dazu. Leoker, oft nur als Batterie bezeichnet, war zunächst kleiner geplant. 4 8 cm Kanonen, 2 47 mm Schnellfeuergeschütze und einfache Unterkünfte. Über die Jahre wurde der Entwurf mehrfach überarbeitet. Am Ende standen 6 8 cm Kanonen mit Schilden und ein Maschinengewehr zur Verfügung. Besonders spannend, die Kanonen konnten an bis zu 13 verschiedenen Positionen ausgerollt werden. Der kleine Kastellkern hatte Quartiere, einen Telefonraum und einen Aussichtsturm. Gebaut wurde all das, um Schwedens Norden zu sichern. In einer Zeit, als Spannungen in Europa wuchsen und ein Krieg immer wahrscheinlicher wurde. Auch gerade noch eine richtig krasse Szene. Hier kam gerade ein Helikopter rüber geflogen. Melanie hat es auch noch mit einer Handykamera, also mit dem Handy aufgenommen. Ich habe es jetzt gar nicht mehr mit der Kamera aufgenommen, weil ich schon so überrascht war. Richtig nah jetzt hier über der Festung. Ich weiß nicht, ob er noch mal zurückkommt. Wir gucken einfach mal. Ja, und hier sind diese komischen Dinge, die wir jetzt gerade eben gesehen haben. Ein paar liegen hier einfach im Graben drin. Und das haben wir jetzt von der Drohne vorhin schon gesehen. Hier sind solche kreisrunden Aussparungen. Ich vermute mal ganz stark, dass hier auch so jetzt die Kanonen drin standen. Das werden wahrscheinlich ähnliche Kaliber sein wie von der anderen Festung. Da hatten wir jetzt irgendwas gelesen mit 8,4 cm und 10 cm Kanonen. Das werden auch irgendwelche Kruppgeschütze gewesen sein. Da hatten wir auch mal in einer anderen Festung diese verbauten Geschütze gesehen, die auch um 1900 rum gebaut wurden. Ja, die könnt ihr das auch noch mal sehen. Oh, sieht aber auch cool aus jetzt. Ey, ist Wahnsinn, ne? Hier liegt, glaube ich, noch mehr Schnee jetzt in dem Bereich. Oh. Aber hier könnt ihr sehen, punktuell, ich versuche auf jeden Fall mal dahin zu kommen. Scheißegal. Das sieht richtig interessant aus. So, aktuell geht's. Wenn ich schnell gehe wahrscheinlich und nicht so langsam. So, also überall haben wir jetzt die Ausbuchtungen. Hier immer mit dieser... Wenn du schnell gehst, funktioniert es. Hier mit diesen Dingern. Ja, ich würde jetzt gerne mal wissen, wie die heißen. Ich werde es unten einblenden, wenn ich es finde. Wenn nicht, bitte einmal in die Kommentare schreiben. Die waren wahrscheinlich nicht alle nur lose. Hier konnte man die verankern.
der ist jetzt auch richtig fest hier oben. Ach so, der ist da oben auch noch mal fixiert. An diesem Punkt. Und hier hat man so einen Splint. Da konnte man die wahrscheinlich wieder lösen und an andere Positionen stellen. Aber komisch. Ich denke mal, von diesen Gewehrschützen, die konnten jetzt hier auf das Podest und hatten halt hier einen besseren Schutz, dann nicht selber getroffen zu werden. Und das sehen wir jetzt hier überall. Jetzt gehen wir mal da in die Mitte. Da ist nämlich auch noch so ein Metallbogen verbaut. Boah, Leute, ey. Die Kälte, ey, die ist jetzt schon richtig im Stiefel drin. Also wer hier keine Stiefel hat, der ist aufgeschmissen. Ah, guck mal. Das ist wieder so ein, ja, wie so ein vorgeschobener Beobachter, komplett gepanzert. Hier hast du so eine halbe Panzerglocke drauf. Jetzt kann man natürlich von innen nicht rausschauen. Schaut mal, jetzt habt ihr hier so kleine, und dann gucken mal, die Sonne jetzt genau hier reinscheint. So kleine Tellerchen hier vor diesen Lugen. Hier oben ist auch was eingehakt. Konntet ihr die kleinen Metallplättchen hier nach unten schieben, dass der Bereich wieder dicht ist. Und vielleicht war hier wie so eine Art Fernglas, nehme ich mal auf, dass das hier drauf stande. Ich weiß es nicht, habe ich auch noch nie gesehen. Interessant. Und hier auch noch mal zwei. Wir können nur nicht rausschauen. Hier habt ihr nämlich eine Zentimeter hohe Schneedecke. So, hier seht ihr das nochmal von oben. Ich bin jetzt hier einmal hochgestiegen. Und hier unten habe ich gesehen, hier unten vor der Befestigung ist ein weiterer Graben. Versucht da mal hinzugehen. Ich gehe mal eben kurz hier runter. Nee, es sieht hier eigentlich ganz gut aus. Ich will nur nicht auf so einem Schweinespieß landen. Aber das sieht mir eher aus wie Trassierstangen hier. Nee, da ist ab und zu ein Schweinespieß dazwischen. Da könnt ihr das sehen. Da, ich gehe nicht runter, weil das ist jetzt saugefährlich, wenn jetzt irgendein Spieß unter der Schneedecke ist. Hier, das sind so, ja, aber schon angespitzte Trassierstangen. 1, 2, da geht es weiter, größere. Oh ja, hier unten ist nämlich schon der erste Schweinespieß, genau hier unten. Da seht ihr den. Hier der nächste, da. Da ist der nächste. Oh, 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 ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Scheiße, das ist nicht zu unterschätzen. Also auf keinen Fall nachmachen. Ihr seht ja, ich weiß eigentlich nicht, wo ich hintrete. Hier, ich bin komplett weg. Und die Festungen sind dafür gemacht, dass solche Idioten wie ich hier nicht rumturne. Weil, ja, das wäre ja, wie gesagt, der Bereich, der auch zu schützen sein sollte. Hier waren die Schützen dann positioniert. Hier sieht man aber auch aus, als ob es hier irgendwie einen Einschlag gab. Trichterförmig. Aber hier unten gehe ich jetzt nicht rein, das ist zu gefährlich. Wenn ich auf so einem Spieß jetzt lande, das muss nicht sein. Aber trotzdem interessant, auch wenn man jetzt keine Kanone oder so sieht. Der Aufbau alleine ist, oh, der ist interessant mit dem ganzen Schnee. Da sind noch mehr Schweinespieße da unten. Das ist ein ganzer Graben voll. Puh. Oh, Melanie wagt den Abstieg. Ja, auf der rechten Seite von der Festung, auf der rechten Flanke, ist hier auch noch mal irgendwie ein Graben. Ich kann gar nicht sagen, was der jetzt auch für eine Bedeutung hat. Wir gehen hier aber dann praktisch genauso wieder rein. Da gucken wir uns das auch noch mal eben an.
Also da ist ja der Festungsbereich, also hier beginnt er, hier ist es eingezäunt und davor ist halt so ein komischer Graben, aber das ist auch wieder genauso gemacht jetzt hier. Es ist wieder Zugang. Oh, guck mal, hier wird mal was gestanden haben. Gar nicht mehr zu erkennen auf den Stein. Vielleicht eine Hinweistafel. Das ist schon Wahnsinn hier. Oh. Oh. Es ist echt sau anstrengend, glaubt man nicht, ne? So, wir sind angekommen. Hier oben gab es auch mal eine Beleuchtung. Betonierter Eingangsbereich. Oh hey. Hä, was ist das denn? Guck mal, das sieht aus wie Kohle hier, oder? Kann das sein? Ist das hier so ein Kohleschacht? Oh, Ist das da Kohle oder? Was ist das hier? Hm? Doch, das ist Kohle. Dann werden die jetzt hier sich so ein Kohledepot hier angelegt haben an den Seiten. Ja, das ist 100%ig Kohle. Oder? Ja, das muss Kohle sein. Oder? Ich weiß es gerade nicht, aber das ist ein ganz komischer Stein. Das ist total leicht. Porös, nee, es kann auch was anderes sein. Nee, dann ist das was anderes, weil es färbt sich hier auch nichts ab. Das müsste ich ja auch schon direkt am Handschuh haben. Und? Was meinst du? Nee, ist keine Kohle. Ne? Keine Ahnung. Dann ist das wie so eine Art Lavagestein. Das ist total leicht. Das riecht doch komisch. Nee, das ist was anderes. Mehrere Türen. Oh, meine Güte. Was verschraubt an der Seite. Da. Wenn man die gelöst bekäme. Aber ich habe überhaupt kein Werkzeug oder irgendwas. Aber ich glaube, die ist hier auch so angeschweißt irgendwie. Guckt euch das auch mal an hier. Vielleicht ist das einfach nochmal ein separater Zugang in die Festung gewesen. Wir checken diesmal mal jede Tür. Oh, Leute, ich mache euch mal hier auf Elend, auf Elendsbasis. Es ist aber genauso. Auch hier ist wieder so eine Schraube drin und mit dem Ding verschweißt hier mit der Tür. Aber hier hinten ist, glaube ich, auch Beton. Ich kann hier ein bisschen umgreifen.
Da ist auch Beton dahinter. Ja, die haben das unmöglich gemacht, dass man hier reinkommt. Ich meine, wenn Schweißnähte ja schon aufgemacht wurden, wie bei der einen Schade, hilft nur massives Betonieren, dass man hier nicht reinkommt. Aber trotzdem echt eine coole Anlage. Wir gucken hier nochmal. Es ist halt auch ganz normal mit dem Schlüssel zu öffnen gewesen. Nee. Okay. Wir haben alle getestet. Oh. So, Melanie kämpft sich jetzt auch noch mal raus. Und dann sind wir, glaube ich, hier durch. So, Freunde, das soll es jetzt mit dem Video gewesen sein. Ist wahrscheinlich ein bisschen kürzer, als ihr es vielleicht gewohnt seid von unserem Kanal. Aber ihr habt es ja gesehen, die Verhältnisse sind schwierig. Und wir haben jetzt wirklich jede Tür, die da irgendwo zu finden war, versucht zumindest zu öffnen bzw. zu schauen, ob vielleicht was offen ist. Aber keine Chance. Somit können wir dann nur einen Bruchteil halt von der Festung zeigen. Alles, was halt oberhalb ist. Aber innen drin sind die natürlich noch mal deutlich spannender. Mit den ganzen Wehrgängen und Kammern und was es nicht alles da gab. Das können wir dann halt nicht zeigen, aber es ist der erste Eindruck, der zählt, und viele kennen diese Festung gar nicht oder hier im Boden die ganzen Festungen, die man errichtet hat. Und ich denke, das wird für den einen oder anderen trotzdem spannend gewesen sein. Wenn ja, lasst uns auf jeden Fall einen Kommentar da. Schreibt uns was, ob ihr hier vielleicht selbst mal da gewesen seid oder ob ihr vorhabt, hier mal herzufahren. Auf jeden Fall, denke ich, ist es im Sommer vorteilhafter, oder zumindest wenn der Schnee weg ist, hier hinzufahren, das ist klar. Aber es hat auch auf jeden Fall seinen Flair, gerade für uns. Wir waren ja schon mal im Sommer hier und deshalb ist es für uns auch was komplett Neues. Ja, ansonsten Abo gerne, könnt auch die Glocke direkt aktivieren, dann verpasst ihr auch kein aktuelles Video, wenn eins rauskommt. Ihr bezahlt da auch nichts, das ist komplett kostenlos, das Abo, falls der ein oder andere Bedenken hat. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Oh, macht's gut, Leute. Ciao.